Hallo zusammen! In diesem Video sehen wir uns an, wie man in einem Modul Spalten individuell verändert, zum Beispiel wie man diese ausblendet oder einblendet, Spaltenbreite verändert oder Spalten verschiebt. Wir befinden uns hier im Modul Terminplan. Zunächst möchten wir eine nicht benötigte Spalte ausblenden, zum Beispiel die Spalte Kundenterminplan, die sich im mittleren Fenster ganz rechts befindet. Wir klicken mit der rechten Maustaste auf die Überschrift dieser Spalte. Dabei öffnet sich ein Menü mit der Auflistung aller sichtbaren und unsichtbaren Spalten des gesamten Moduls Terminplan. Wir wählen den Eintrag Kundenterminplan in der Liste aus und deaktivieren den Haken daneben. Die Spalte Kundenterminplan verschwindet sogleich aus der Ansicht des Moduls Terminplan. Wenn wir das Spaltenmenü erneut öffnen, sehen wir, dass sich die Spalte Kundenterminplan unter den Ausgeblendeten befindet. Nun möchten wir an einer anderen Stelle eine weitere Spalte einblenden, zum Beispiel im linken Fenster eine weitere Dauerspalte. Hierzu betätigen wir mit der rechten Maustaste die Überschrift der Spalte Dauerrest und öffnen somit wieder das Spaltenmenü. Wir wählen die Spalte Dauer soll in der Liste aus und aktivieren das Häkchen links. Die neue Spalte erscheint links der Spalte Dauerrest, von der wir zuvor das Spaltenmenü geöffnet haben. Jetzt würden wir die neu eingefügte Spalte Dauer soll an eine andere Stelle verschieben, zum Beispiel zwischen die Spalten Dauerrest und Dauer ist. Hierzu klicken wir die Spalte Dauer soll diesmal mit der linken Maustaste an, halten die linke Maustaste fest und ziehen die Spalte zwischen die zuvor genannten beiden Spalten und lassen dann die Maustaste los. Die Spalte Dauer soll wird nun an der gewünschten Stelle positioniert. Bitte beachten Sie die Vorgehensweise für Module mit mehreren Bereichen mit gleichnamigen Spalten. Verschiebt man eine Spalte in einem Bereich, muss man die gleichnamige Spalte des anderen Bereichs ebenfalls an die gleiche Stelle schieben, um sicherzustellen, dass die beiden Spalten wie ursprünglich untereinander positioniert sind. Zum Beispiel wie in unserem Fall die Aufwands- und Terminspalten im mittleren Fenster, die sowohl im Vorgangs- als auch im Projektbereich vorhanden sind. Verschieben wir hier die Spalte Kalkulierter Anfang von Vorgang an eine andere Stelle, müssen wir das Gleiche mit der Spalte Kalkulierter Anfang vom Projekt tun. Als nächstes verändern wir die Breite der Spalten. Zum Beispiel möchten wir die Breite der Spalte Vorgangsbezeichnung verkleinern. Hierzu positionieren wir den Cursor am rechten Rand der Spalte Bezeichnung. Dabei ändert der Cursor seine Form. Wir ziehen nun bei Festhalten der linken Maustaste den Spaltentrenner in die gewünschte Richtung, hier nach links, um die Spalte zu verkleinern. Unsere vorgenommenen individuellen Änderungen können wir leider nicht im Standardmodul Terminplan speichern. Um das Modul Terminplan in der veränderten Ansicht nutzen zu können, müssen wir eine individuelle Variante des Moduls erstellen. Wie das geht, erfahren Sie in unserem nächsten Video. Wenn Sie weitere Fragen haben oder Hilfe benötigen, schauen Sie bitte in unsere Online-Hilfe nach oder melden Sie sich bei unserem Support-Team. Wir freuen uns darüber, Ihnen weiterhelfen zu können. Vielen Dank, dass Sie sich für Planta entschieden haben.